Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde. Heute melden wir uns mal mit einem Thema. Wir haben ein Problem, und zwar mit dem Wasser. Wir haben festgestellt, dass wir auf einer Druckwasserleitung, Kaltwasserleitung, ein Leck haben, das im Doppelboden liegt, wo das Wasser austritt und wie es austritt, welches Rohr betroffen ist, und dann gehen wir mal ins Detail. So, wir sehen es jetzt hier in unserer Garage. Wir haben jetzt hier unsere Heizung. Da haben wir jetzt hier, mal sehen, ob man sieht, ich zeige es mal drauf. Hier ist die Kaltwasserleitung. Hier unten tritt Wasser aus. Man sieht es, ich habe auch ein Tuch drunter gelegt, dass man das mal sieht, wie nass das ist. Und diese Kaltwasserleitung verläuft hier hinter der Heizung, hinter der Truma-Heizung entlang, in den Doppelboden rein. Hier unten in den Doppelboden rein. Und die kommt vorn im Bad bei uns wieder raus. Das zeige ich euch am besten mal. Dazu gehen wir mal ins Bad. Wir haben hier das Bett schon hochgelassen, die Verkleidungen abgemacht, die Tür abgebaut vom Unterschrank. So, und hier haben wir jetzt die Kaltwasserleitung. Diese Kaltwasserleitung kommt aus dem Doppelboden unten hoch. Diese Leitung geht hoch zum Wasserhahn, und diese Leitung hier vorn dran rechts ist die Wasserleitung für die Toilettenspülung. Das haben wir schon mal soweit ausgebaut. Jetzt versuchen wir ganz einfach, den Schlauch neu durchzuziehen. Da haben wir uns neuen Wasserschlauch mit 90 Grad Beständigkeit zugelegt. Ja, liebe Freunde, der Schlauch, so schaut der Schlauch aus. Ich zeige es mal. Wir haben drin den Quick-Verschluss. Das ist der Schlauch. Hier haben wir das T-Stick, was eventuell mit erneuert werden soll, und noch eine Verlängerung, die Quick-Verlängerung haben wir uns besorgt, wenn wir die Verlängerung brauchen, dass wir hier das mit anständig machen können. Ja, alles weitere, wie wir das machen, ob das funktioniert, zeigt man euch im Video nach dem Intro. Viel Spaß, bleibt dran. So, liebe Freunde, jetzt haben wir hier angefangen. Wir haben jetzt einen Schlauch erstmal hier parallel eingezogen. Sieht man hier, parallel eingezogen, damit wir die Richtung finden. Und dann schauen wir mal, ob es drinnen angekommen ist. So, liebe Freunde, jetzt schauen wir mal hier. Jetzt haben wir hier das ist jetzt der neue Schlauch, den haben wir jetzt hier angesteckt. Und das ist der alte Schlauch, den lassen wir erstmal vorsichtshalber drin, weil wir nicht genau wissen, ob das der ist, der auch leckt. Also haben wir den jetzt hier getauscht. Na? So, jetzt verlegen wir den Schlauch hinten in der Heizung. Genau, da tauschen wir das aus. Dann lassen wir den erstmal hier liegen. Den lassen wir da liegen. Zusammenrollen dann. Zur Sicherheit, und wenn es der wirklich war, dann können wir den auch ziehen. Ne? Genau. Aber es ist auch feucht. Ne? Das ist nass hier alles drin. Mhm. So. Kriegen wir das so durch? Ja, hä? Mal gucken, was ich hier so den Bogen lege, dass wir das irgendwie wieder runterkriegen. Ne? Mhm. Gucken, dass ich mich hier wieder zurückwurste. Ich nehme mal hier das Tuch raus.
kannst du rein. So, einen Schlauch haben wir jetzt drin hier. Dass du dir die Heizung erst einmal die Rohre ranschrauben. Dann müsste das halten. Ja, du auch schon mal die Pumpe starten. So, dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir die Leitung wieder unter Druck gesetzt. Aus unten im Schrank. Unten im Schrank. Gucken wir mal. Vorne ist alles dicht. Hier ist auch dicht, ne? Oh, ne, da hab ich schon mal gesehen. Hier ist auch dicht. Was uns natürlich sehr geholfen hat, das Rohr hier durchzufädeln durch den Zwischenboden und so weiter, ist unsere Kamera. Wir haben hier eine Kamera, die wir jetzt hier, ich schalte es mal ein, einfügen können mit Licht. Wir haben es also hier, das ist eine Endoskopkamera, die kann man einführen mit Licht. Da haben wir hier ein Kabel dran von 3 Metern und das sieht man hier wunderbar auf dem Display. Da kann man Fotos machen. Ich zeige es mal. Hier, da können wir Fotos machen und Videoaufzeichnungen. Und das macht sich sehr gut, wenn wir im Zwischenboden oder in einem undurchsichtigen Raum oder in einer Ecke im Wohnmobil irgendwas machen muss oder irgendwas durchfädeln möchte oder verlegen möchte, macht sich diese Kamera sehr gut. Die werde ich auf jeden Fall mal mit verlinken hier unten im Video, wenn sich jemand dafür interessiert. Die hat uns sehr geholfen. Ja, weiter geht's jetzt hier mit diesem Resümee, was jetzt rausgekommen ist. So, liebe Freunde, jetzt sind genau 5, 6, 7 Stunden vergangen, seitdem wir die Leitung neu eingebaut haben. Jetzt schalten wir mal auf die Pumpe. Jetzt schauen wir mal, ob die nachgepumpt, die Pumpe. Wir hören nichts. Also hat unsere Pumpe auch den Druck gehalten. Und da gehen wir mal hinter. Da hat die Pumpe den Druck gehalten. Jetzt schauen wir mal nach. Sieht wunderbar aus. Keine Feuchtigkeit. Wie gesagt, hier haben wir den alten Schlauch, den haben wir noch drin gelassen, vorsichtshalber. Also war es der Kaltwasserschlauch auch gewesen. Den richtigen Schlauch gewechselt. Jetzt schauen wir hinten noch mal in der Heizung und dann sind wir soweit durch und können die Verkleidungen wieder anbauen. So, hier haben wir die restlichen Materialien liegen, was noch übrig ist. Den restlichen Schlauch. So, jetzt schauen wir uns das mal an hier. Sieht super aus. Keine Feuchtigkeit. Heizung habe ich aufgedreht gehabt. Mit geheizt, hat aber nicht so viel geheizt, weil wir zurzeit 15 Grad haben. Das ist jetzt der alte Schlauch, den lassen wir noch drin, vorsichtshalber, bis wir das 100% Gewissheit haben. Aber ich denke mal, jetzt sind wir hier super durch und es bleibt auch so und dann passt das wunderbar. Ja, liebe Freunde, das war es ganz einfach mal. Die Kaltwasserleitung wechseln im Wohnmobil. Ihr habt es gesehen, es geht relativ zügig, relativ einfach mit Nachschieben. Eine Idee, den alten drin lassen. Vorsichtshalber erst einmal, wir lassen den auch drin, weil wir noch nicht wissen, ob es der auch 100%ig war. Das werden wir wissen in den nächsten Tagen. Dann kann ich den alten ziehen und dann sehen wir es auch, an was es gelegen hat. Frost war es definitiv nicht. Vielleicht hat die Leitung irgendwo gescheuert, irgendwo eingequetscht, keine Ahnung. Oder es war ein Haares drin, das können wir jetzt nicht
sagen. Frost war es definitiv nicht, weil wir unser Wohnmobil den ganzen Winter durch geheizt haben und heizen und diese Rohre im Zwischenboden liegen, im beheizten Zwischenboden, also kann es auch nicht gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns auf einen Daumen nach oben. Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt uns treu. Bis dahin. Tschüss.